Hallo liebe Modellautofreunde, heute stelle ich euch den BMW 750 Li vor. Bleibt dran! So, heute stelle ich euch wieder einen 7er BMW vor. Hier die Verpackung ist eine Dealer-Edition von BMW. Hier oben kann man sehen, dass das Logo quasi eingeprägt ist. Hier ist aber sonst nichts zu sehen. Auf keiner Seite, außer unten natürlich die entsprechende Beschreibung und die Nummer. So, hier ist der 7er ausgepackt und wir können sehen, es ist ein blauer bzw. dunkelblau. BMW nennt diese Farbe Imperialblau. Und wie ich finde, ein sehr schönes Fahrzeug, beziehungsweise auch schöne Farbe dazu. Und wir schauen uns die Front an. Das ist übrigens die Modellnummer F02. Und wir können sehen, die großen Nieren haben sich damals schon abgezeichnet. Mittlerweile sind sie ja ziemlich groß. Finde ich jetzt nicht so toll. Wie gesagt, das hat meiner Meinung nach ausgereicht. Das ist ja der Nachfolger von dem E66 bzw. 65, den ich hier auch schon reviewt habe. Link dazu in der Beschreibung oder natürlich im i. Würde mich freuen, wenn ihr den auch anschaut, natürlich aber erst im Anschluss dieses Videos. Ja, die neuartigen Lichter, die BMW hier gemacht hat, beziehungsweise die Designsprache, die hier geändert worden ist, ist bis heute relativ erhalten geblieben. Ja. Schön hier die Chromleiste und natürlich Nebelscheinwerfer. Und wir schauen uns den Motorraum an. Und ihr könnt sehen, hier unten ist wieder so ein Nippel. Da kann man drauf drücken. So, das ist der Motor. Ich zeige es euch mal vom Namen. Wie ich finde, ja, ziemlich detailliert. Kann man auf jeden Fall machen. Man kann alles gut erkennen. Ich meine, viel mehr ist im echten Auto ja auch nicht zu sehen. Und ich bin damit völlig zufrieden. Hier Aufkleber links und rechts. Also, ist okay, würde ich sagen. So, hier sieht man übrigens noch das BMW-Logo. Wir schauen uns mal die Seite an. Und wir können sehen, BMW, typische Form. In dieser Version übrigens, habe ich am Anfang gesagt, das ist der 57 Li. Li ist die Langversion. Und kann man auch sehen, der lange Radstand hier und die Tür, die etwas länger ist, die hintere. Und ja, finde ich von der Seite sehr schön, das Fahrzeug. Auch hier mit den Chromleisten drumherum. Um die Fenster gefällt mir ganz gut. Die Felgen passen meiner Meinung nach auch zu dem Auto. Und mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Schauen wir uns das Heck an. Auch sehr elegant, wie ich finde. Natürlich auch in Kombination mit der hellen Ausstattung und Hutablage. Oder generell im Auto, besser gesagt. Die neuen Rücklichter fand ich am Anfang nicht so toll. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt, mehr oder weniger. Ich fand natürlich immer noch die besten Rücklichter, die vom E66, also den Facelift von den 65er. Wir können hier sehen, es ist eine Chromleiste. Ringsherum, um den Kofferraum. Gefällt mir sehr gut. BMW-Logo natürlich mit integriert und hier unten die Auspuffblenden, wobei wir ja sehen, ja, die Auspuffe oder Auspuffrohre sehen nicht so aus, sondern da drin sind immer Löcher. Mittlerweile sind ja teilweise nur Blenden da, wo auch keine Löcher sind und maximal hier drunter. Da. So sieht übrigens der Unterboden aus. Ja, kann man machen. Der ganze Wagen ist übrigens von Kyosho, falls ich das am Anfang nicht erwähnt habe, und die sehe ich ja sowieso 1:18 am Maßstab. Ja, schauen wir nochmal in den Kofferraum rein. Geht auch relativ schwer. Das Fahrzeug ist neu, also ich habe das schon vor Jahren gekauft, allerdings im Prinzip noch nie richtig geöffnet, außer ein einziges Mal. Und wir können sehen, so wie es sein sollte. Hier ist im Prinzip der Verbandskasten drin und das Warndreieck. Und hier Teppichimitat im Kofferraum gefällt mir sehr gut. Gibt es nichts dran auszusetzen. Kofferraum wieder zu. Und wir schauen uns gleich den Innenraum an. Wir schauen uns mal zuerst die Fahrerseite an. Und wir können sehen, sehr edel, ja, sehr edle Anmutung hier.
Helle Ausstattung, ihr wisst Bescheid, ich bin einfach ein Fan davon und sieht natürlich immer sehr elegant aus. Hier kann man auch alles erkennen. Ich mache mal die Tür zu, damit wir näher rankommen. Hier die Knöpfe an der Mittelkonsole. Den Nippel kann man sehen, beziehungsweise den Wahlhebel in der Mitte. In der Tür kann man auch alles sehr gut erkennen. Ist richtig detailliert, gefällt mir sehr gut. In dem Sitz unten kann man auch sehen, den Verstellwählhebel, und hier die chrome Einstiegsleiste ist auch zu sehen. Und natürlich die Anschnallgurte. Ja. Schauen wir hinten rein. Und hier sitzt natürlich meistens der Besitzer bzw. die wichtige Person, die das Auto oder die in dem Auto sitzt. Hier mit dem Bildschirm in den Vordersitzen und natürlich der verlängerte Radstand. Man sieht diese extremst große, den Fußbereich ist sehr großzügig. In der Mitte sehen wir die Mittelkonsole, auch mit den Knöpfen, sehr gut gemacht, alles detailliert. Gefällt mir sehr gut. Also kann man wirklich nichts sagen. Dachhimmel ist aus Plastik, hätte man natürlich noch mit Stoffimitat auskleiden können. Aber im Großen und Ganzen gefällt mir der Wagen wirklich sehr gut. Ja. Hier die Hutablage. Ein Zuschauer hat in einem der letzten Videos gefragt, warum ich denn nie eine Preiseinschätzung mache zu den Fahrzeugen. Damit man ein bisschen wahrscheinlich Bescheid weiß. Ich dachte, das wäre jetzt nicht so wichtig. Und deswegen, ich schätze diesen Wagen auf ca. 100 bis 150 Euro. Je nachdem. Müsst ihr mal schauen. Neu gibt es ihn auf jeden Fall werkseitig nicht mehr, soweit ich weiß. Gebraucht und fast im neuen Zustand kann man ihn jedoch ab und zu noch erwerben. Wie gesagt, der hier war im Prinzip neuwertig. Ihr seht ja auch, hier ist keine Beschädigung, kein gar nichts dran, kein Kratzer. Und ich bin zufrieden mit dem Fahrzeug. Schreibt mir gerne einen Kommentar, was sagt ihr zu diesem Modell, habt ihr es selber? Abonniert diesen Kanal. Ich freue mich immer auf neue Zuschauer. Wir haben jetzt in den letzten Monaten einige dazu bekommen. An dieser Stelle herzlich willkommen. Abonniert, wie gesagt, den Kanal. Drückt die Glocke, falls ihr es nicht getan habt, weil es kommen immer weitere Videos, Kaufberatungen zu Modellautos in allen erdenklichen Maßstäben, aber vor allem 1:18 und 1:43. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.